Ist Stuttgart wirklich so hässlich, wie alle sagen? Wenn man an den Hauptbahnhof oder das Neckartor denkt, lautet die Antwort für viele ja. Eine graue Autostadt aus Beton. Doch dieser erste Eindruck blendet die Realität aus. Stuttgart ist geografisch gefangen, eingezwängt in einen steilen Talkessel, der Architekten seit Jahrhunderten zu extremen Lösungen zwingt. Das Ergebnis ist eine Stadt der krassesten Kontraste, wo brutalistischer Beton direkt auf barocke Pracht trifft und urbane Industrie nahtlos in Weinberge übergeht. In dieser Tour gehen wir den historischen und geografischen Ursachen auf den Grund. Begleitet mich auf der Suche nach dem wahren Gesicht einer völlig missverstandenen Metropole. Der Ursprung im Kessel. Der Stuttgarter Kessel war ganz früher mal ein sumpfiges Tal, durch das der Nesenbach floss. Während die Römer lieber nebenan am Neckar saßen, lebten hier im Kessel nur ein paar Bauern. Der eigentliche Beginn Stuttgarts war um das Jahr 950. Herzog Liudolf von Schwaben brauchte für den Krieg dringend starke Kampfpferde. Weil das Tal so gut geschützt war, hat er hier einfach ein riesiges Gestüt angelegt und zum Schutz eine Wasserburg gebaut. Das heutige Altschloss. Aus dem alten Wort Stuotgarten, welches für Gestüt steht, wurde im Laufe der Jahrhunderte der Name Stuttgart. Offiziell aufgeschrieben hat das als erster Papst Gregor IX. Im Jahr 1229. Und genau wegen dieser Geschichte hat Stuttgart heute noch das schwarze Pferd im Stadtwappen. Der schwerste Schnitt folgte im Zweiten Weltkrieg. Über 50 Luftangriffe legten die historische Altstadt fast vollständig in Schutt und Asche. Nach 1945 traf Stuttgart eine radikale Entscheidung. Kein Wiederaufbau des Alten, sondern der totale Fokus auf die Zukunft. Das neue Motto hieß: die autogerechte Stadt. Historische Reste wurden abgerissen, um mehrspurige Asphaltschneisen mitten durch das Zentrum zu schlagen. Hier entstand das graue Gesicht aus Beton, das der Stadt bis heute ihren Ruf einbringt. Ein brutaler Bruch, aber auch der Beginn der modernen Industriemetropole. Das neue Motto hieß: die autogerechte Stadt. Historische Reste wurden abgerissen, um mehrspurige Asphaltschneisen mitten durch das Zentrum zu schlagen. Wer genau hinschaut, entdeckt im grauen Beton die Fragmente der Vergangenheit. Historische Brunnen, die idyllisch auf kleinen Plätzen plätschern. Und verzierte Fassaden, die wie archäologische Fundstücke zwischen der Nachkriegsmoderne überlebt haben. Direkt daneben das krasse Gegenteil. Hypermoderne Glaspaläste und futuristische Architektur. Hier prallen die Epochen ungebremst aufeinander. Ein ständiger Wechsel aus barockem Prunk und funktionaler Moderne. Stuttgart versteckt seine Brüche nicht. Sie stellt sie offen zur Schau. Das extremste Beispiel für diesen unbedingten Drang nach vorne ist Stuttgart 21. Kaum ein Bauprojekt hat das Gesicht dieser Stadt über Jahrzehnte so radikal verändert und die Gemüter so erhitzt. Man kann von diesem Projekt halten, was man will, und es als gut oder schlecht empfinden. Aber falls es irgendwann mal fertig werden sollte, könnte es eine gewaltige positive Veränderung für Stuttgart bedeuten. Ein gigantischer unterirdischer Bahnhof, der die Geografie des Kessels austricksen soll. Typisch Stuttgart. Es ist laut, es ist monumental, aber die Zukunft wird erzwungen, koste es, was es wolle. Wenn die Sonne untergeht, verändert sich die Atmosphäre im Kessel komplett. Besonders am Wochenende erwacht hier eine ganz neue Dynamik. Gerade zur Volksfestzeit strömen tausende Touristen in die Stadt und verwandeln die Straßen in eine pulsierende Kulisse.
Dieses Nachtleben zeigt noch einmal eine ganz andere lebendige Seite von Stuttgart abseits des Alltagsstress. Weil dieser Kontrast so faszinierend ist, habe ich eine komplette Tag- und Nacht-Walking-Tour gefilmt. Das gesamte Video dazu seht ihr demnächst hier auf dem Kanal. Man kann nicht über Stuttgart sprechen, ohne die Giganten zu nennen, die diese Stadt weltweit berühmt gemacht haben: Mercedes-Benz und Porsche. Schon die futuristische Architektur ihrer Museen von außen zeigt den extremen Anspruch dieser Marken. Das geschwungene, silberne Design von Mercedes und die spektakuläre, scheinbar schwebende Konstruktion von Porsche. Zwei absolute Designmeilensteine, die wie Skulpturen in der Landschaft stehen. Sie sind der sichtbare Beweis, dass Autostadt nicht automatisch hässlich bedeuten muss, sondern auch für Weltklasse-Architektur stehen kann. Ist Stuttgart wirklich so hässlich, wie alle sagen? Das Fazit: Eine Stadt der zweiten Blicke. Die Antwort liegt wie so oft im Auge des Betrachters. Wer nur nach einer perfekten, makellosen Postkartenidylle sucht, wird hier enttäuscht werden. Aber wer den Mut hat, hinter die harten Fassaden aus Glas und Beton zu blicken, findet eine Stadt voller Energie, versteckter Geschichte und einer ganz eigenen rauen Schönheit. Stuttgart ist kein Museum, sondern eine lebendige Chronik des Wandels. Ehrlich, ungeschönt und immer in Bewegung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Stuttgart in einer völlig neuen Atmosphäre erleben wollt, verpasst nicht die kommende Tag- und Nacht-Tour hier auf meinem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.